Die Plattform Respekt ist heute zu Gast in Salzburg am Zentrum für kognitive Neurowissenschaften an der Uni Salzburg. Und zwar konkret im Labor für Schlaf-, Kognitions- und Bewusstseinsforschung. Willkommen geheißen hat uns heute hier Universitätsprofessor Manuel Schabus. Danke, dass wir kommen durften. Danke. Können Sie uns vielleicht ganz am Anfang ein bisschen was darüber erklären, was bedeutet kognitive Neurowissenschaften? Womit befassen Sie sich im Labor für Schlaf-, Kognitions- und Bewusstseinsforschung? Also im Prinzip machen wir Hirnforschung. Wir schauen uns an, wie das Gehirn, wenn es schläft, arbeitet, also welche Reize es noch in der Umgebung verarbeiten kann, oder auch bei unbewussten Patienten mit offenen Augen, wie Wachkoma-Patienten, was die noch von ihrer Umwelt mitbekommen können. Und seit neuestem eben auch bei Babys. Das heißt, wir schauen vor der Geburt, dass wir den Babybauch zum Beispiel stimulieren mit Babyreimen. Und dann fragen wir uns, können die Kinder sich dann nach der Geburt mit einem Tag, einer Woche, 2 Wochen danach noch erinnern, was sie vor der Geburt gehört haben. Das sind so eigentlich die üblichen Fragestellungen, was wir uns hier in Salzburg stellen. Wie erkennt man dann, ob sich die Babys nach der Geburt daran erinnern? Naja, wir spielen ihnen praktisch den bekannten Reim vor der Geburt und neue Reime und schauen, ob das Gehirn anders reagiert. Also im Prinzip, ob sich das Gehirn einschwingen kann auf diesen Reim und auch wie der Herzschlag sich verändert, ob das praktisch schneller habituiert, also das Herz sich schneller gewöhnt an den Reiz, oder ob es eher so ein Schreckreiz ist, der ganz neu ist. Also es geht darum, wie reagiert man auf was man schon kennt. Ich glaube, das nehme ich gleich als Überleitung zu unserem Thema. Schauen wir nach, ob und wie wir uns an die Corona-Pandemie schon gewöhnt haben, woran wir uns gewöhnt haben, oder wogegen sich die Menschen im Bewusstsein oder vielleicht auch seelisch, psychisch wehren. SleepScience.at ist das Internetportal, wo man nachschauen kann und nachlesen kann Ergebnisse einer Studie, die Sie durchgeführt haben in letzter Zeit, die jetzt gerade zu Ende geht. Und zwar ist das eine Umfrage gewesen zu Wissen und Einstellungen zur Corona-Pandemie. Ich habe auf dieser Homepage gelesen, das Ziel der Studie ist es, oder war es, einen repräsentativen Überblick über die Beurteilung der aktuellen Lage der Corona-Pandemie durch die österreichische Allgemeinbevölkerung zu erhalten. Wer ist die österreichische Allgemeinbevölkerung? Wer hat da mitgemacht? Das ist eine wichtige Frage, weil es ist nämlich eine Online-Umfrage und es ist immer ein sogenanntes Convenience Sample. Das heißt, die Leute, die jetzt gerne mitmachen, machen da mit. Die Frage ist, kann man da alle abgreifen, ja, und wirklich alle gleich vertreten haben. Es ist ja nicht repräsentativ im Sinne von einem Meinungsforschungsinstitut, das wirklich dann genau samplet in der ganzen Bevölkerung, aber wir haben zwischen 18 und 70 plus fast 4000 Menschen, die mitgemacht haben. Das ist eine sehr respektable Größe für so eine Studie. Und wir haben wirklich zwischen 18 und 69 in allen Altersgruppen mehrere hundert Leute und erst bei den 70-Jährigen dann noch 100 oder 105. Das heißt, es ist, denke ich mal, doch ganz gut verteilt. Wir haben auch einen guten Mix zwischen Nicht-Akademikern und Akademikern. Dass wir sehen schon, es gibt unterschiedliche Gruppen, die drinnen sind, und ganz wichtig, es gibt Leute, die sehr viel öffentlich-rechtliches Fernsehen konsumieren, und es gibt Leute, die was primär Privatfernsehen konsumieren, weil wir das Gefühl gehabt haben, dass da vielleicht eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft sich abbilden könnte. Also wenn Sie das gleich als allererstes herausgreifen und betonen, dann ist das wahrscheinlich was Ihnen besonders wichtig ist, weil ich wollte Sie jetzt fragen, was sind denn die wichtigsten oder für Sie auffallendsten Ergebnisse gewesen? Wollen wir da gleich anschließen? Gerne. Ich meine, es war ein Punkt, der natürlich einfach aufgefallen ist, dass unterschiedliche Personen sehr unterschiedliche Medien konsumieren mittlerweile und dass sehr unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft existieren. Sehr, sehr pro-kontra, eher kritisch Corona gegenüber und dann aber gleich einmal als Idiot irgendwie bezeichnet. Ja. Und das hat mich natürlich gestört. Ich wollte wissen, woher speisen sich diese Personen, ja, und könnte es eben auch an der Medienlandschaft liegen. Und wir haben dann einfach gefragt, so Sachen wie, wird eben primär öffentlich-rechtliches Fernsehen konsumiert, werden Ministeriumsseiten angeschaut oder andere Facebook- und Social-Media-Seiten oder eben auch Privatfernsehen konsumiert. Ja. Und da sehen wir dann eigentlich ganz schön, dass es 2 Extremgruppen gibt in dieser Studie mit ungefähr jeweils 800, 900 Leuten, die sehr, sehr unterschiedlich reagieren. Also die wirklich bei gewissen Fragen wirklich genau das Gegenteil eigentlich sagen. Zum Beispiel diese Frage, wie objektiv finden Sie die Berichterstattung und macht es mit mir irgendwas, dass ich mich ärgere oder Unruhe auslöse, wenn ich diese Nachrichten anhöre.
Da sagen bei den Öffentlich-Rechtlichen 10%, dass sie das Gefühl kennen, dass es sie regelmäßig wirklich unruhig macht und ärgert. Und bei den Privatfernsehsehern 69%. Das sind natürlich schon Werte, die man so weit auseinanderliegend selten in Umfragen sieht. Ja. Haben Sie dann nachgefragt oder lässt sich da herauslesen aus dieser Befragung, wovor die Menschen jeweils am meisten Angst haben? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es zeigt sich, dass es eigentlich eine Unterteilung in 3 Angstklassen gibt. Es gibt die Angst, dass ich tatsächlich, eigentlich nicht einmal selber erkranke, sondern als Angehörige erkranken. Das ist die wichtigste gewesen, über die Gruppen hinweg. Dann gibt es die Angst von wirtschaftlichen Folgen und es gibt die Angst, dass die Meinungsfreiheit und die Demokratie eingeschränkt ist. Und auch dort sehen wir diesen Split wieder. Das heißt, mehr Sorgen für persönliche Erkrankungen oder für Angehörige haben die öffentlich-rechtlichen Seher. Wesentlich mehr Sorgen für wirtschaftliche Folgen und für Demokratie haben praktisch dann wieder die Privatseher. Also Sie haben gesagt, die Angst selber zu erkranken ist eigentlich von diesen 3 Kategorien Angst die geringste. Die Angst, dass man nicht, dass man jemanden ansteckt, sondern dass jemand erkrankt, der mir nahe steht. Ja, Sie haben es richtig gesagt, weil ich habe das jetzt als virale Angst. Ja? Also wenn man diese virale Angst ist, meine eigene Angst, dass ich selber erkranke, dass ein Angehöriger erkrankt, dass ich weitergebe. Und die ist interessanterweise gar nicht so hoch. Also das, dass ich selber mich anstecke, ist ganz weit unten in unseren Daten. Auch, dass ich Langzeitfolgen habe, sondern die größte Angst ist eben, dass ich Angehörige vielleicht anstecke und dass die vielleicht krank werden. Das ist eigentlich eine Angst. Ja? Aber diese anderen 2 Ängste, die sind ja eigentlich bis jetzt sehr wenig beleuchtet worden. Also dass es wirklich eine ernsthafte Angst um die Demokratie und die Meinungsfreiheit gibt und dass es eine ernsthafte Angst um wirtschaftliche Folgen und Armut gibt. Weil ich glaube, wo wir auch hier immer sitzen, wir sind immer eine sehr privilegierte Gruppe, die sich damit beschäftigt. Aber wenn ich mir denke, ich sitze vielleicht in einer Gemeindebauwohnung auf 30 Quadratmetern mit 3 Kindern, ist vielleicht der Lockdown nicht so angenehm wie bei mir zu Hause im Haus. Weil Sie es jetzt auch schon 2-mal gesagt haben, möchte ich darauf auch noch einmal eingehen oder dann nochmal nachfragen. Angst um Demokratie und Meinungsfreiheit. Das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Menschen, wenn sie sich gegen die Maßnahmen engagieren, auf die Straße gehen. Haben Sie da einen Bezug hergestellt? Ja, haben wir. Also wir haben gefragt, praktisch, wie oft sie sich kritisch äußern innerhalb von ihren privaten sozialen Netzwerken. Da haben wir eine recht eine hohe Zahl gehabt. Muss ich jetzt kurz nachschauen. Also ich glaube, genau 38%, die sagen, sie beschäftigen sich mehrmals damit oder äußern sich mehrmals damit. 43 regelmäßig, das sind 81%, die sagen, sie äußern sich regelmäßig gegen Corona-bedingte Maßnahmen. Das ist schon überraschend, weil wir ja beide Extremgruppen eigentlich das ist sehr überraschend, haben, ja. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Aber sich dann engagieren, das ist dann nur mehr ein Bruchteil davon. Oder sich exponieren. Genau, exponieren. Und mit engagieren ist ja gar nicht gemeint gewesen oder gefragt gewesen, ob sie auf eine Demo gehen, sondern auch, ob sie Postings machen zum Beispiel. Oder in Chats das verteilen, Informationen, die sie anders sehen. Das macht dann ungefähr ein Fünftel, ein Sechstel von diesen Personen. Aber bleiben wir mal bei den Maßnahmen. Haben Sie in dieser Umfrage auch nachgefragt, wie, also auf welche Weise oder unter welchen Maßnahmen die Menschen gefühlt am meisten leiden? Wir haben gefragt, was sie am meisten bedroht und am meisten belastet. Ja? Und da kommt heraus, dass die sozialen Effekte die größte Belastung sind. Also praktisch Freunde und Angehörige nicht mehr zu treffen, ist praktisch die größte Belastung. Und dann kommt eigentlich schon dieses angehörige Anstecken wieder. Ja, also das sind so die Themen, die für die meisten Menschen relevant sind. Für die Leute, die als Kinder haben, ist Homeschooling ganz ein großer Faktor. Also auch dieses Homeschooling-Thema scheint für Familien eine echte Belastung zu sein. Aber auch so triviale Sachen, die trivial erscheinen, wie Corona-Nachrichten zu lesen oder zu hören, das auch ein substanzieller Teil der Bevölkerung als wirklich stressig und belastend findet. Ja. Ich habe mich ja selber auch als Probandin zur Verfügung gestellt und habe das auch durchgeklickt und darum weiß ich, dass da irgendwo auch die Frage war bezüglich privater Konflikte aufgrund von Diskussionen. Was haben Sie denn da für Ergebnisse gefunden? Naja, bei den privaten Konflikten, da muss ich auch nachschauen, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Also es ist ja so, dass es recht auffallend ist, dass in unserer Gesellschaft eben diese Polarisierung zunimmt und dass man oft schon vermeidet, auch in privaten Gesprächen das Thema überhaupt anzugehen. Ja, genau.
Ja, ich meine, die Frage ist daher gekommen, weil man das einfach natürlich aus seinem normalen Leben kennt. Ja. Man kennt es, dass sehr viel polarisierende Meinungen vorherrschen und dass eigentlich eine zweite Meinung gar nicht mehr so richtig gilt. Das heißt, man darf eigentlich gar nicht sagen, was nicht auf Linie ist, weil man dann automatisch wirklich in ein Eck gestellt wird. Ich glaube, das ist auch ein Problem, warum sich wenige Akademiker und Ärzte dann wirklich öffentlich zu Wort melden, weil einfach eine Angst da ist, wenn ich nur irgendetwas sage, was die Thematik hinterfragt oder die Datendarstellung hinterfragt, dann ist man eigentlich schon in der rechten Ecke oder in der Covidioten-Ecke und das finde ich wahnsinnig problematisch. Also das kann ich mir nicht erklären, wie wir uns in einer Demokratie in Österreich dorthin entwickeln können. Ähnlich verhält sich es ja auch mit Diskussionen rund um die Impfung. Wenn man im privaten Gespräch, ja, wirst du dich impfen lassen, hast du dich schon vorangemeldet, ja, nein, da haben sie auch Daten erhoben. Und ich habe, glaube ich, gesehen, ungefähr gleich viele sind impfwillig wie impfskeptisch. Ja, genau, ich glaube, wir haben 30%, die sich impfen lassen werden, ich glaube ungefähr 30 oder 40 und dann 30, die unentschlossen sind, die sagen, sie haben zu wenig Informationen. Dann ein weiteres Drittel, was sich auf keinen Fall impfen lassen möchte. Also auch da gibt es eine große Verteilung natürlich oder unterschiedliche Meinungen. Das Spannende ist, dass die, was sich impfen lassen selbst, sich nicht impfen lassen unbedingt, weil sie sich selber schützen wollen oder andere, sondern zu 50% ganz einfach deswegen, weil sie wieder ein normales Leben zurückhaben wollen. Ja? Also es geht nicht eigentlich um die Krankheit, sondern es eigentlich, damit endlich diese Maßnahmen zurückgenommen werden können und wir unter Anführungszeichen normal wieder leben können. Genau, es ist teils, teils. Ich glaube, wir haben 49%, die wirklich sagen, der wichtigste Grund ist normales Leben wieder. Und dann eben so ein Viertel dann eben, dass kein Angehöriger erkrankt, den ich anstecken kann und ein Viertel, dass ich selber nicht schwer erkranke. Ja. Jetzt kann ich Sie leider nicht fragen, ob Sie glauben, dass wir dann, wenn alle diese Menschen geimpft sind, ein normales Leben wieder haben werden. Obwohl das die Frage wäre, die ich am liebsten beantwortet hätte. Das wäre meine große Hoffnung gewesen. Also meine große Hoffnung war, wenn ich ehrlich bin, dass ich gedacht habe, naja, wir fangen jetzt im Dezember gerne zum Impfen an. Dann können wir die Hochrisikogruppen schützen und dann können wir relativ schnell wieder zum normalen Leben zurückkehren. Und ich glaube, das verlieren wir gerade ein bisschen, diese Vision. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man noch in den Daten sieht, dass eine gewisse Perspektivenlosigkeit Einzug gehalten hat. Also wenn ich die Leute frage, wann glauben sie, dass ein normales Leben zurückkehrt und die Hälfte von diesen 4.000 Leuten sagt 2022, dann fehlt die Perspektive. Und das ist ein Riesenproblem, das ist auch ein Riesenproblem für die Politik, weil dann mache ich aber keine Maßnahmen wahrscheinlich mehr mit, wenn es nur so lange dauern sollte. Ja. Und das bereitet den Menschen dann auch schlaflose Nächte, ne? Das bereitet schlaflose Nächte. Also wenn wir dann sehen, dass die Insomnie auch hinaufgeht, gibt es ja schöne Studien von der Donau-Uni Krems, von Probst und Pi, die zeigen, dass sich in der ersten Welle das schon vervierfacht hat, Depression, Angst und Schlafstörungen, in der zweiten Welle noch einmal höher geworden ist. Und jetzt in der dritten, Januar, Februar, bin ich mir sicher, dass es noch einmal viel höher ist, weil einfach so langsam so eine gelernte Hilflosigkeit reinkommt. Egal was wir tun, wir kommen immer wieder zurück zu diesem Punkt. Es kommt eine neue Mutation, es kommt eine neue Verschärfung, dann gibt es wieder Erleichterung, dann gibt es wieder Verschärfung. Aber man sieht nicht wirklich ein Ende. Und ich glaube, die Leute bräuchten langsam ein Ende am Ende des Tunnels. Bezüglich Coping-Strategien. Sie haben auch, glaube ich, nachgefragt, wie sich die Menschen während dieser eben schon sehr langen Zeit jeweils eigene Strategien zurechtlegen, um sich da ein bisschen durch diese Zeit zu helfen. Was waren denn da die wichtigsten? Ja, die wichtigste war persönliche Kontakte. Also ungefähr persönliche Kontakte, Online-Kontakte. Also persönliche Kontakte oder Online-Kontakte? Wir haben beides abgefragt. Online war wesentlich weniger hilfreich wie die persönlichen Kontakte, bei denjenigen, die persönliche Kontakte wahrgenommen haben. Und dann war Natur aufsuchen und Sport treiben. Ja. Und da ist eigentlich auch das große Thema, die zwei dieser 3 Punkte, die wir gerade genannt haben, sind ja gar nicht möglich, wenn man die Maßnahmen wirklich einhält, so wie es sein sollte. Dann habe ich keine sozialen Kontakte und dann kann ich ja gar nicht keinen Sport treiben, ja. Zumindest nicht in einer Sporthalle. Ja. Und das sind schon, glaube ich, wichtige Themen, die man schon auch bedenken sollte, dass man auch den Leuten, die diese Ressourcen geben muss, dass sie auch durch so eine Pandemie kommen können und solche Sachen auch mitdenken sollte. Wenn Sie jetzt diese Studie, so wie Sie sie durchgeführt haben und so wie Sie die Ergebnisse jetzt kennen, so wie Sie dabei waren und sind, das auszuwerten, zusammenfassen, also so für sich, was bereitet Ihnen da am meisten Kopfzerbrechen oder Sorgen? Naja, am meisten Kopfzerbrechen macht wirklich praktisch diese Teilung
in der Stichprobe. Also dass es so massiv ausfällt, dass je nachdem, welches Medium ich mehr konsumiere, ich komplett andere Ausgänge habe, auch andere Angsteinschätzungen, hätte ich mir niemals erwartet. Also wir fragen ja auch ab, wie hoch das Risiko ist, das persönliche lebensbedrohlich zu erkranken, was eben zum Teil über 50-fach überschätzt wird. Aber es ist bei den öffentlich-rechtlichen Sehern 3-mal so hoch wie bei den nicht öffentlich-rechtlichen Sehern. Das heißt, die sind viel weiter weg vom echten Wert. Also der echte Wert liegt irgendwo zwischen 0,2 und 1,2% über die Altersgruppen, dass ich tatsächlich auf einer Intensivstation lande, wenn ich mich infiziere. Die Leute glauben aber zwischen 10 und 12%. Das ist natürlich eine massive Fehleinschätzung und das macht ja was mit mir. Also wenn ich wirklich glaube, okay, wenn ich einer von 10, einer von 9 bin, der jetzt infiziert ist und dann ins Krankenhaus kommt, muss ich aufpassen. Ja? Und das Gleiche nicht für Angehörige. Ja. Können Sie das noch einmal erklären, wie Sie glauben, dass das zustande kommt, diese Fehleinschätzung? Na, ich glaube, es kommt dadurch zustande, dass man sehr einseitig in den Medien von den Daten hört. Man hört nicht immer nur auf die schlechten Daten. Man hört, dass die Zahlen wieder steigen. Man normiert die Infektionszahl, man normiert diese Infektionszahlen, aber zum Beispiel nicht an der Testrate oder so. Das sind Sachen, da würde man normalerweise einen Psychologiestudenten im ersten Semester wieder heimschicken, wenn er sowas macht und in den öffentlichen Medien darstellt. Das ist eigentlich so unfassbar, muss ich sagen. Aber nicht nur das, also ich denke mal, generell, es ist einfach eine eigenartige Situation aktuell. Ich bin ja wieder vom Faden abgekommen, können Sie mal mit Nein, das passt schon. Also die Frage war, wie Sie glauben, dass diese großen Unterschiede in den Fehleinschätzungen aufgrund dieser Zahlen wahrscheinlich eben... Aufgrund dieser Zahlen, die sehr einseitig präsentiert werden und natürlich auch, dass überraschenderweise eigentlich über die Medien hinweg ja doch sehr viele Einzelfälle rausgegriffen werden, die negativ sind. Also ich habe in meinem Leben, ich lebe jetzt doch über 40 Jahre, noch nie gehört gehabt, wenn irgendein 30-jähriger Mensch ohne Vorerkrankungen ins Krankenhaus in Salzburg eingeliefert worden ist. Das habe ich jetzt aber plötzlich regelmäßig gehört. Das macht natürlich was mit Menschen, wenn ich ständig höre, aber es können auch Junge erkranken, es können auch Kinder erkranken, es gibt eine Mutation und es kommt ständig irgendwas Neues, Negatives, was mir wieder Angst macht. Und das natürlich führt dazu, dass die Leute die Angst massiv überschätzen. Das Spannende ist ja, subjektiv überschätzen sie es massiv, aber objektiv sind sie ganz gut informiert. Wenn wir nach der Übersterblichkeit fragen, unterschätzen sie es sogar. Also nach der objektiven Übersterblichkeit in der Bevölkerung. Ja. Aber das subjektive empfundene Risiko ist ganz woanders. Was glauben oder hoffen Sie, im Idealfall könnte jetzt mit den Ergebnissen Ihrer Studie passieren? Wer könnte oder sollte das lesen? An wen sollten diese Ergebnisse kommen und was dürften wir daraus für Konsequenzen ziehen? Naja, meine große Hoffnung ist, dass wir einfach zum Diskutieren kommen und dass einfach unterschiedliche Daten auf den Tisch gelegt werden dürfen, dass man darüber diskutiert, was unterschiedliche Wege sein könnten auch aus dieser Pandemie heraus, mit unterschiedlichen Arten von Maßnahmen zum Beispiel. Ich finde es zum Beispiel wirklich, wirklich besorgniserregend, dass mir Kollegen aus der Ärzteschaft oder aus der Biologie keine E-Mails mehr schreiben seit März, April. Das heißt, wenn ich frage, wie stehst du zu dieser Sache, dann haben mir plötzlich alle Leute angerufen. Und ich muss sagen, das beängstigt mich. Also wenn ich merke, die Leute trauen sich nicht einmal mehr, mir eine E-Mail zu schreiben, wo sie irgendeine kritische Einschätzung reinschreiben, sondern sie machen es am Telefon, dann ist etwas falsch. Also dann haben wir in der Gesellschaft etwas falsch aufgestellt, weil es muss ja möglich sein, eine qualifizierte Kritik zu äußern. Ja. Aber das würde heißen, dann fürchtet man einerseits um die Demokratie und ist aber selbst schon ein Teil davon. Genau. Also man ist dann, glaube ich, schon relativ weit drinnen und hat irgendwie Angst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das selber auch gespürt. Also ich habe mir das lange überlegt, ob ich so eine Umfrage machen sollte. Und wir haben lange herumgezögert, weil wir nicht wissen, dass gewisse Kollegen, gewisse Personen im Umfeld das vielleicht nicht so toll finden, ja, weil man dann ja vielleicht in ein rechtes Eck gestellt wird und vielleicht nimmt dann, weiß ich nicht, irgendwer Schaden, der mir nahe steht an Ruf. Das ist ja nicht ein Wahnsinn, dass ich solche Gedanken habe, weil ich bin nicht sehr aufgeschlossen von meiner Einstellung, aber ich spüre diesen Druck implizit natürlich genauso. Ich lasse das einmal ganz kurz stehen, weil das ist schon eben, wir spüren das alle. Ne? Wir spüren das alle in den letzten Wochen und Monaten und wir spüren das zunehmend. Ich glaube, die spüren alle. Und es ist ja auch so, stellen Sie sich vor, es gibt Menschen, die sich an die Ausgangsbeschränkungen nicht so halten, die sich schon treffen.
Wir wissen, dass diese Mobilität wahnsinnig aufgegangen ist in der zweiten, dritten Welle im Vergleich zur ersten. Die Leute haben sich weniger oder weniger daran gehalten. Aber diese Leute, die sich trotzdem treffen, haben ja alle dieses Gefühl, boah, ich bin jetzt ein Schwerverbrecher, ich mache jetzt das, ich treffe jetzt einen Freund, ich treffe jetzt mehr wie den Dritten in meiner Familie, whatever. Das heißt, ich habe ja immer diese Angst dabei, selbst wenn ich versuche, meine sozialen Kontakte zu pflegen und vielleicht schaue, dass ich praktisch irgendwie durch diese Pandemie komme und mich an die Dinge halte, die mir helfen, habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Und somit, glaube ich, hat jeder, egal wie er aufgestellt ist, ob er Angst vor dem Virus hat oder keine Angst vor dem Virus, sondern Angst vor von der Polizei, von der demokratischen Einschränkung, von der Geldentwertung, was auch immer. Jeder hat seine Angst und das ist nicht ein Wahnsinn. Also egal, wo man sozusagen steht in diesem Spektrum, man muss sich eigentlich fürchten. Man muss ein bisschen den Kopf einziehen und sich fürchten. Und ich glaube wirklich, dass das ein unfassbares Problem ist, weil das ist ja nicht so, dass es dann einfach nur die Psyche belastet und wir ein bisschen trauriger sind und ein bisschen verstimmt oder ein bisschen ängstlicher, sondern wenn ich Leute chronisch ängstige, dann geht es natürlich in die Körperlichkeit und natürlich werden die Leute krank und natürlich werden sie mehr Krebserkrankungen bekommen, natürlich wird man eher davon sterben, natürlich wird man nicht wegen jeder Kleinigkeit ins Krankenhaus gehen, dann werden davon mehr Leute sterben. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Effekte jetzt im Gesundheitssystem, die wir tatsächlich an Zahlen sehen werden, ja? Aber halt nicht so unmittelbar wie den Effekt von der Corona-Lockdown-Maßnahme zum Beispiel. Also vielleicht sehen wir es in den nächsten 6, 12, 18 Monaten. Dafür gibt es kein Dashboard und deswegen ist der Blick nicht so darauf gerichtet. Ich hätte dann vielleicht noch eine Frage, aber jetzt, also es ist eine unwissenschaftliche Frage, aber Sie haben vorher gesagt, wie könnten wir vielleicht in Zukunft mit anderen Maßnahmen, mit ein bisschen einem veränderten Kurs weiter und dann eben auch wieder besser durch den weiteren Verlauf der Pandemie kommen. Was hätten Sie da für Ideen? Also ich weiß, dass der Vergleich mit Schweden ein bisschen hinkt, weil die Schweden natürlich selber vielleicht auch anders mit Distanz und mit Regeln umgehen, wie wir es hier machen. Das kann ich durchaus mitnehmen. Aber ich glaube, dass ein Weg, wie ihn die Schweden machen, ein sehr mutiger war und ein sehr guter war. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue und wirklich die Daten vom Statistischen Zentralamt mir anschaue. Über lange Zeit? Über lange Zeit, also praktisch wirklich das wäre das Wichtige, wirklich bis Jänner hinein natürlich und nicht nur in diesen 7 Wochen der Übersterblichkeit, Woche 14 bis 21. Ja. Dann sieht man, dass es danach Untersterblichkeit gegeben hat und dass sie am Ende sogar relativ gut rauskommen. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sogar ein bisschen besser wie die Deutschen und die Österreicher. Ja. Das höre ich aber in den Medien nicht. Ich habe nur gehört, wie es so schrecklich war in den 7 Wochen, weil die nämlich die Altersheimer nicht gut geschützt haben. Also nicht getestet haben, ohne Maske, whatever. Wissen Sie, wann wir in Österreich begonnen haben, das zu tun? Im Dezember. Diesen Dezember. Da hinkt irgendetwas. Und ich finde diesen schwedischen Weg deswegen viel ansprechender, weil er dem Volk und dem Bürger praktisch die Verantwortung zurückgibt. Ich gebe dir alle Informationen, die du haben solltest. Ich sage dir, was du tun solltest, aber das musst du entscheiden, wie du damit umgehst. Das, finde ich, ist der richtige Weg. Also es sind dort auch nicht die Restaurants und die Bars gestürmt worden, aber ich habe das machen können, wenn ich wollte. Damit würde zumindest diese eine Seite der Angst wegfallen, dass man sich schuldig oder verdächtig macht, wenn man eben irgendwelche strikt angeordneten Maßnahmen nicht befolgt. Genau, und ich werde selbst verantwortlich. Ich muss selber auf mich schauen, dann schaue ich vielleicht ein bisschen auf die anderen. Ich denke mal, das ist eigentlich der Weg, wie ich eine Demokratie sehe, dass mir die Regierung die Informationen zur Verfügung stellt und die Leute reagieren aber selber und müssen selber entscheiden dafür. Das ist schon, denke ich mal, ein guter Weg. Und es gibt mittlerweile Studien dazu, zum Beispiel vom Ioannidis von der University of Stanford, der zeigt, dass diese harten Lockdowns von den weicheren Lockdowns-Ländern eigentlich keinen Unterschied machen. Das sind natürlich alles Modellrechnungen. Ja? Können wir gerne am Tisch legen und darüber diskutieren, aber legen wir das einmal am Tisch und diskutieren das. Ja? Also nach diesen Daten gibt es keinen Unterschied. Ja? Vor allem glaube ich, wenn man das eben diskutieren will, dann dürfte man nicht nur über Infektionszahlen oder gar Mortalität sprechen, sondern dann müsste man eben auch schauen, wie geht es den Menschen in der Situation in der jeweiligen Zeit mit der Angst und eben mit all diesen Themen, die wir da kurz angesprochen haben. Genau, also ich habe die Kollateralschäden angesprochen, die unmittelbaren Kollateralschäden. Also wir wissen aus England, dass es, ich glaube, zwischen 800 und 1000 Menschen wöchentlich übersterblich gibt im Zuhause ohne Corona. Woher kommen die? Naja, das sind laut diesen Daten, Statistisches Zentralamt in England, Prostatakrebs, Brustkrebs, Demenz
und wir ganz geben nur ab. Aber es sind diese großen Gruppen, die übersterblichig zu Hause sterben, weil sie nicht mehr ins Krankenhaus gehen, nicht mehr so leicht, sich nicht behandeln lassen können, keine Untersuchungen machen können. Und dann müsste man diese Leute auch mit bedenken. Ja? Also ich weiß, dass es eine schwierige Situation auch für die Politik ist, den richtigen Weg hier zu gehen, aber ich muss das mitdenken, dass auch andere Leute sterben, die kein Corona haben. Herr Professor Schabus, jetzt muss ich Sie noch fragen, wenn Sie sich da so äußern, Ihre Expertise, aber auch Ihre Meinung kundtun, haben Sie keine Angst? Schon, ich habe durchaus Angst. Also jetzt, wenn ich das Interview mit Ihnen führe, ich denke mir die ganze Zeit, kann ich das schon sagen. Und das finde ich allen Wahnsinn. Ich bin Forscher, ich darf meine unabhängige Meinung haben, sogar bei Vertrag. Und habe trotzdem eine Angst, weil ich nicht will, dass ich ins falsche Licht gestellt werde. Und das ist mir jetzt schon passiert. Ich habe schon Kollegen gehabt, die mir E-Mail schreiben, sehr negative, oder auch sagen, ja, ich habe ein Video von einem rechten Wähler zugesandt bekommen. Bist du leicht dieser Partei verbunden? Und dann habe ich gesagt, na, ich bin nicht dieser Partei verbunden, aber von welchem Beitrag redest du denn? Ja? Dann war es der ORF Salzburg-Beitrag zum Beispiel. Ja? Und das finde ich schon eigenartig. Ja? Dass es sowas gibt, dass sobald man dann zum Beispiel irgendwie sich kritisch äußert, man automatisch zum Beispiel dann zu den Rechten gehören muss oder zu den Covidioten gehören muss oder was auch immer. Ja? Das finde ich nicht in Ordnung, weil ich glaube, es sollten alle Meinungen erlaubt sein. Man soll offen diskutieren können. Und so kommen wir, glaube ich, am besten aus dieser Pandemie raus. Es gibt ja Experten aus vielen Bereichen, die jetzt das Wichtige sagen könnten. Und es sind nicht nur die Virologen und die Mathematiker. Es sind vor allem die Mediziner und die Epidemiologen, aber natürlich auch die Psychologen, Psychotherapeuten und Soziologen, die eigentlich bis jetzt überhaupt nicht gehört worden sind. Und das ist mir unverständlich, wie man das so ausblenden konnte bis jetzt. Ich glaube, dass sich da gerade was schon langsam dreht. Ich glaube, von den Psychologen, Psychiatern, Psychotherapeuten werden wir in der nächsten Zeit wahrscheinlich aus gegebenen Anlässen immer mehr hören. Herr Professor Schabus, ich danke sehr für dieses Gespräch. Wollte Sie noch ganz kurz fragen, Sie haben mir das vorher erzählt, diese Studie wird jetzt fortgesetzt, und zwar nämlich mit einer Bevölkerungsgruppe, die uns wahrscheinlich momentan besonders am Herzen liegt, wo wir wissen und sehen, gerade auf dieser psychischen Ebene entstehen da gerade Schäden, Ängste, die wir wissen gar nicht, wann und wie wieder gut zu machen sein werden, nämlich die Kinder und Jugendlichen. Wollen Sie dazu noch was sagen? Ja, das liegt mir sehr am Herzen, weil wir sehen schon, dass gerade die Jüngsten eigentlich, also in unserer Studie sogar, da waren es halt nur die 18- bis 29-Jährigen, aber selbst die waren dort am psychisch belastendsten und haben meistens Sorge gehabt über Langzeitfolgen, dass wir uns gedacht haben, ja, aber die Leute unter 18, also die Kinder, Jugendliche unter 18, sind eigentlich überhaupt nicht gesehen worden bis jetzt oder ganz wenig gesehen worden. Und auf die wollen wir uns konzentrieren. Das heißt, wir machen eine Umfrage, die heute online geht, die heißt Jetzt sprichst du. Und das ist auf unserer Plattform auch, jetzt sprichst du. Also unter www.sleepscience.at findbar? Also direkt wirklich www.jetztsprichstdu.com. Und da werden wir diese Umfrage durchführen, hoffen, dass viele Jugendliche mitmachen, können auch Cineplex-Gutscheine und Ö-Ticket-Gutscheine gewinnen, weil wir wollen wirklich möglichst viele bekommen. Also auch Mamas oder Papas, die das jetzt sehen, können das dann ihren Kindern zeigen und sagen, schau her, da kannst du dich durchklicken. Unbedingt, die Kinder wollen an den Computer. Unbedingt die Lehrer, die Eltern, alle, dass sie das weiter verbreiten, dass sie auch mitmachen. Weil es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man das in der Breite auch sieht, wie geht es den Kindern damit, weil für mich, muss ich sagen, ist ja die Risikogruppe eigentlich auch gerade diese Gruppe unter 18 und nicht nur die Gruppe über 70. Die müssen schon beide Gruppen mitdenken und ich glaube, die sollte gesehen werden. Ja, das haben Sie gesagt, läuft seit heute. Wie lang wird es offen sein? Naja, es kommt darauf an, wie schnell der Rücklauf ist. Bei der ersten Umfrage war es ja ein Wahnsinn, haben wir innerhalb von einer Woche wahnsinnig viele Daten gehabt. Also wir nehmen an, dass wir 2-3 Wochen das offen haben wollen und dann schon genug Daten haben werden, dass wir wirklich wieder in einem Monat dann ungefähr mit neuen Ergebnissen an die Öffentlichkeit gehen können. Also wirklich jetzt gleich da schauen in den nächsten Tagen, jetzt sprichst du. .com. Ja, dann herzlichen Dank für heute und vielleicht dürfen wir dann nachher nochmal nachfragen, was daraus gekommen ist. Sehr gerne.